Pfingsten im Garten. Diese Arbeiten lohnen sich jetzt wirklich. Kapitel 1. Warum Pfingsten ein guter Gartenmoment ist. Pfingsten ist für viele Menschen ein ruhiger Moment im Gartenjahr. Die ersten warmen Wochen liegen hinter uns. Viele Pflanzen sind inzwischen angewachsen, manche Beete sind schon bepflanzt. Und im Garten zeigt sich langsam, was gut gestartet ist und was noch etwas Aufmerksamkeit braucht. Gerade deshalb ist Pfingsten ein guter Zeitpunkt, nicht hektisch neue Projekte anzufangen, sondern den Garten bewusst zu betrachten. Was wächst kräftig? Wo bleibt eine Pflanze zurück? Welche Stellen trocknen schneller aus als gedacht? Und wo hat sich vielleicht schon Unkraut, Schneckenfraß oder ein Nährstoffmangel gezeigt? Nach den Eisheiligen beginnt für viele Pflanzen eine wichtige Phase. Tomaten, Gurken und viele Sommerblumen dürfen nun nach draußen. Aber genau jetzt entscheidet nicht Tempo über den Erfolg, sondern Pflege mit Augenmaß. Ein Garten braucht an Pfingsten keine großen Eingriffe. Er braucht einen wachen Blick. Denn oft sind es kleine Dinge, die jetzt den Unterschied machen. Ein lockerer Boden, gleichmäßige Feuchtigkeit, etwas Mulch und genug Abstand, damit alles gut weiterwachsen kann. Pfingsten im Garten ist deshalb kein Startschuss für Hektik. Es ist eher ein ruhiger Kontrollpunkt vor dem Sommerbeginn. Kapitel 2. Erst beobachten, dann loslegen. Bevor gearbeitet wird, lohnt sich an Pfingsten ein kurzer Rundgang. Nicht mit der Schubkarre, nicht mit der Gartenschere, sondern einfach mit einem wachen Blick. Nach den ersten warmen Tagen zeigt der Garten sehr deutlich, wo er gut gestartet ist und wo noch etwas fehlt. Manche Pflanzen stehen kräftig und dunkelgrün da. Andere wirken heller, weicher oder wachsen kaum weiter. Auch der Boden erzählt jetzt viel. Ist er an manchen Stellen hart und rissig? Bleibt Wasser lange stehen? Oder trocknet ein Beet schon nach wenigen Stunden wieder aus? Solche Beobachtungen sind wertvoller als jede schnelle Maßnahme. Denn wer zuerst hinsieht, arbeitet gezielter. Vielleicht braucht ein Beet gar keinen Dünger, sondern nur eine lockere Oberfläche. Vielleicht liegt das Problem nicht bei der Pflanze, sondern bei zu wenig Wasser oder Windschutz für eine Jungpflanze. Gerade rund um Pfingsten ist dieser Blick wichtig, weil der Garten nun in die nächste Wachstumsphase geht. Die Pflanzen brauchen mehr Wasser, der Boden wird aktiver und gleichzeitig steigen auch Schnecken und Unkraut stärker ein. Deshalb beginnt gute Gartenarbeit jetzt nicht mit viel Aktion. Sie beginnt mit Ruhe und ein paar Minuten Beobachtung können verhindern, dass man später die falschen Dinge tut. Jungpflanzen kontrollieren. Rund um Pfingsten stehen viele Jungpflanzen bereits draußen. Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika oder Kürbisse haben nach den Eisheiligen oft ihren endgültigen Platz bekommen. Manche wurden frisch gepflanzt, andere stehen vielleicht schon seit ein paar Tagen im Beet oder im Kübel. Jetzt ist ein guter Moment, sie nicht einfach sich selbst zu überlassen. Jungpflanzen sehen am Anfang oft kräftig aus, aber sie befinden sich in einer empfindlichen Übergangsphase. Sie müssen neue Wurzeln bilden, sich an Wind und Sonne gewöhnen und gleichzeitig weiterwachsen. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick. Sind die Blätter sattgrün, stehen die Pflanzen stabil oder hängen sie mittags schnell schlapp herunter? Ein kurzes Schlappwerden in der Mittagssonne ist nicht immer schlimm. Wenn sich die Pflanze am Abend wieder erholt, war es oft nur eine Reaktion auf Wärme. Bleibt sie aber dauerhaft schwach, sollte man genauer hinsehen. Vielleicht ist der Boden zu trocken. Vielleicht wurde zu flach gegossen. Oder die Pflanze hat noch keinen guten Anschluss an die Erde gefunden. Gerade frisch gesetzte Pflanzen brauchen gleichmäßige Feuchtigkeit im Wurzelbereich. Nicht ständig nass, aber auch nicht komplett trocken. Wichtig ist auch der Stand. Tomaten brauchen früh eine Stütze. Gurken und Zucchini brauchen Platz. Paprika mögen Wärme und reagieren empfindlich auf kalte Nächte. Wenn eine Pflanze noch Schutz braucht, hilft ein Vlies oder etwas Mulch, ihr ruhiger anzuwachsen. Pfingsten ist ein guter Kontrollpunkt, um den jungen Pflanzen den Start zu erleichtern, bevor der Sommer Fahrt aufnimmt. Nach den Jungpflanzen lohnt sich der Blick auf die Beete selbst. Hochbeet und Gemüsebeet zeigen nun, wie gut sie vorbereitet wurden. Im Hochbeet ist die Erde oft schon warm, trocknet aber schneller aus als ein normales Beet. Prüfen Sie die Oberfläche. Ist die Erde locker und krümelig oder wirkt sie hart, trocken und verkrustet? Wenn die Oberfläche stark verdichtet ist, kann Wasser schlechter eindringen. Dann läuft es beim Gießen einfach seitlich ab.
Helfen Sie nach, indem Sie die obere Schicht vorsichtig lockern. Nur die Oberfläche öffnen, damit Luft und Wasser fließen. Auch im Gemüsebeet sollte genug Abstand bleiben, damit Luft zirkulieren kann. Das beugt später Pilzkrankheiten vor. Wenn kleine Lücken entstanden sind, lassen sich jetzt noch schnell wachsende Kulturen wie Radieschen oder Pflücksalat ergänzen. So bleibt das Beet nicht leer. Ein Beet ist kein starres Bild, es verändert sich von Woche zu Woche. Pfingsten ist ein guter Moment, diese Entwicklung bewusst zu begleiten. Kapitel 5: Gießen, aber nicht übertreiben. Rund um Pfingsten steigt mit der kräftigen Sonne der Wasserbedarf Ihrer Pflanzen deutlich an. Gießen Sie jedoch nicht nach Gewohnheit, sondern nach Bedarf. Prüfen Sie mit dem Finger, ob die Erde in der Tiefe noch feucht ist. Gießen Sie seltener, dafür gründlicher direkt an die Wurzeln. Besonders Tomaten, Gurken und Kübelpflanzen brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Der beste Zeitpunkt ist der frühe Morgen. So ziehen die Pflanzen versorgt in den Tag und Blätter trocknen schnell ab, um Pilze zu vermeiden. Kapitel 6: Mulch und Bodenfeuchte. Damit die Feuchtigkeit im Boden bleibt, hilft eine dünne Mulchschicht, die Erde vor Sonne und Wind zu schützen. Nutzen Sie Rasenschnitt oder Stroh. Das hält den Boden locker und kühl. Achten Sie auf eine lockere Schicht, die noch Luft durchlässt. Lassen Sie etwas Abstand zum Pflanzenstängel. Das verhindert dauerhafte Feuchtigkeit direkt am Stamm und schützt vor Fäulnis. Mulch ist wertvoller Bodenschutz für Tomaten und Beerensträucher. So bleibt Ihr Garten auch über Pfingsten vital und gesund. Kapitel 5: Gießen, aber nicht übertreiben. Rund um Pfingsten steigt mit der kräftigen Sonne der Wasserbedarf Ihrer Pflanzen deutlich an. Gießen Sie jedoch nicht nach Gewohnheit, sondern nach Bedarf. Prüfen Sie mit dem Finger, ob die Erde in der Tiefe noch feucht ist. Gießen Sie seltener, dafür gründlicher direkt an die Wurzeln. Besonders Tomaten, Gurken und Kübelpflanzen brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Der beste Zeitpunkt ist der frühe Morgen. So ziehen die Pflanzen versorgt in den Tag und Blätter trocknen schnell ab, um Pilze zu vermeiden. Kapitel 6: Mulch und Bodenfeuchte. Damit die Feuchtigkeit im Boden bleibt, hilft eine dünne Mulchschicht, die Erde vor Sonne und Wind zu schützen. Nutzen Sie Rasenschnitt oder Stroh. Das hält den Boden locker und kühl. Achten Sie auf eine lockere Schicht, die noch Luft durchlässt. Lassen Sie etwas Abstand zum Pflanzenstängel. Das verhindert dauerhafte Feuchtigkeit direkt am Stamm und schützt vor Fäulnis. Mulch ist wertvoller Bodenschutz für Tomaten und Beerensträucher. So bleibt Ihr Garten auch über Pfingsten vital und gesund. Kapitel 7: Schnecken und Schädlinge im Blick behalten. Rund um Pfingsten wird der Garten nicht nur für Pflanzen aktiver. Auch Schnecken und Blattläuse werden jetzt deutlich sichtbarer. Ein Garten ist ein lebendiges System, zu dem auch Tiere gehören, die an Pflanzen fressen. Wichtig ist, früh hinzusehen. Gerade junge Salatpflanzen, Zucchini oder Dahlien sind für Schnecken besonders attraktiv. Oft sieht man den Schaden erst am nächsten Morgen. Deshalb lohnt sich jetzt ein kurzer Kontrollgang am Abend oder am frühen Morgen. Schneckenschutz wie Schneckenkragen, Kupferband oder raue Barrieren funktionieren am besten, bevor der große Schaden da ist. Bei Blattläusen reguliert sich oft vieles von selbst, wenn Nützlinge wie Marienkäfer aktiv werden. Der Garten braucht Gleichgewicht. Kapitel 8: Blühpflanzen und Kübelpflanzen stärken. Rund um Pfingsten rücken auch Kübelpflanzen stärker in den Mittelpunkt. Gerade diese Pflanzen brauchen jetzt einen guten Start. Im Kübel ist die Erde begrenzt und Wasser sowie Nährstoffe werden schneller verbraucht. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Töpfe. Ist die Erde noch locker? Oder wirkt sie hart, verdichtet und ausgelaugt? Wenn die Erde oben stark verkrustet ist, kann man sie vorsichtig lockern. Oft hilft es auch, eine kleine Schicht frische Erde aufzulegen oder etwas reifen Kompost aufzulegen. Bei stark durchwurzelten Kübelpflanzen kann ein größerer Topf sinnvoll sein. Man erkennt das oft daran, dass Wasser kaum noch einzieht oder sofort unten wieder herausläuft. Dann besteht der Wurzelballen häufig fast nur noch aus Wurzeln und hat kaum noch Erde, die Feuchtigkeit speichern kann. Auch Blühpflanzen im Beet profitieren jetzt von etwas Aufmerksamkeit. Verblühte Blüten können entfernt werden, damit die Pflanze ihre Kraft nicht in Samenbildung steckt. Bei manchen Stauden regt das eine längere oder zweite Blüte an. Wichtig ist aber auch hier,
Nicht alles sauber schneiden. Ein Garten darf lebendig bleiben. Manche Samenstände sind später wertvoll für Insekten oder Vögel. Deshalb geht es nicht um Perfektion, sondern um gezielte Pflege. Pfingsten ist ein schöner Zeitpunkt, um Blühpflanzen zu stärken, Kübelpflanzen zu kontrollieren und kleine Schwächen früh zu erkennen. So bleibt der Garten nicht nur gesund, er wirkt auch ruhiger, kräftiger und lebendiger. Kapitel 9 – Ruhiger Pfingstabschluss im Garten. Wenn die wichtigsten Pflanzen kontrolliert sind, die Beete geprüft wurden und der Boden gut versorgt ist, darf der Garten an Pfingsten auch einfach einmal wirken. Nicht jeder Moment im Garten muss eine Aufgabe sein. Manchmal reicht es, einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, was in den letzten Wochen entstanden ist. Die ersten Gemüsepflanzen wachsen, Stauden werden kräftiger, Blüten öffnen sich und an vielen Stellen zeigt der Garten schon, in welche Richtung sich der Sommer entwickeln wird. Gerade Pfingsten eignet sich gut für diesen ruhigen Blick. Vielleicht fällt auf, dass ein Beet noch eine kleine Lücke hat. Vielleicht braucht eine Tomate noch eine Stütze. Vielleicht ist ein Kübel zu trocken oder eine Pflanze steht etwas ungünstig. Solche kleinen Korrekturen sind oft wertvoller als große Aktionen. Denn ein Garten wird nicht an einem Tag fertig. Er entwickelt sich Woche für Woche. Wenn du jetzt aufmerksam bleibst, kannst du vieles früh ausgleichen, bevor es später wirklich Arbeit macht. Und genau darin liegt der Wert dieses Pfingstwochenendes im Garten. Nicht möglichst viel erledigen, sondern das Richtige sehen. Der Garten zeigt jetzt sehr deutlich, was er braucht. Man muss nur bereit sein, hinzuschauen. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.